Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, die Melanie, und ich zeige euch heute, wie ich mein Leinsamengel mache. Das Gel ist trotz des Namens eher ein feuchtigkeitsspendendes Leave-In. Das heißt, ihr wascht zuerst eure Haare, tragt dann das Leinsamengel auf und könnt danach, wenn ihr wollt, noch Stylingprodukte auftragen. Ich zeige euch heute im Video die Basisversion und blende euch zum Schluss noch ein, wie ihr euer Leinsamengel ganz nach den Bedürfnissen eurer Haare pimpen könnt. Außerdem blende ich euch 2 Rezepte ein, durch die ihr die benutzten Leinsamen weiterverarbeiten könnt und sie so nicht wegwerfen müsst. Zuallererst nehme ich mir 250 ml destilliertes Wasser, gebe es in den Topf und koche es auf. Leinsamengel ist aus der Curly-Hair-Methode nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, es ist das mit Abstand am häufigsten genutzte selbstgemachte Produkt. Noch dazu ist es unschlagbar günstig und wirklich schnell gemacht. Wenn ihr trockene Haare habt, wenn ihr frissige Haare habt und strohige Haare habt, ist Leinsamengel genau das, was ihr euch machen solltet. Es macht die Haare glänzender, macht sie geschmeidiger, spendet viel Feuchtigkeit, sorgt für Sprungkraft und für weniger Friss. Ich benutze hier in diesem Video jetzt Goldleinsamen. Wenn ihr dunkle Haare habt, so wie ich, könnt ihr aber genauso gut auch die normalen Leinsamen benutzen. Wenn ihr aber helle Haare habt, solltet ihr eher Goldleinsamen nutzen, denn da wird das Gel auch wirklich ziemlich hell und durchsichtig. Die braunen, die normalen Leinsamen ergeben ein eher etwas milchigeres und bräunliches Gel. Ich würde euch nur überhaupt nicht empfehlen, geschrotete Leinsamen zu nehmen, weil es damit immer unglaublich schwierig ist, das Gel von den Leinsamen zu trennen. Ich gebe 3 Esslöffel Leinsamen zu den 250 Milliliter Wasser dazu. Und ab jetzt heißt es eigentlich nur noch regelmäßig umrühren. Ich reduziere die Temperatur. Ich hatte es vorher auf volle Pulle, das ist bei mir so 9, und habe es jetzt auf ungefähr 5 oder 6 reduziert und rühre jetzt ganz regelmäßig, damit mir die Leinsamen nicht am Topfboden ankleben. Ich teste zwischendurch immer wieder mal, ob das Gel schon fertig ist. Das Leinsamengel ist dann fertig, wenn es ungefähr die Konsistenz von Eiweiß hat. Ihr könnt euch hier aber auch wirklich einfach rumspielen. Wenn ihr lieber ein festeres Gel habt, gebt ein bisschen mehr Leinsamen dazu oder lasst es ein bisschen länger kochen. Wenn ihr lieber flüssigeres Gel habt, dann macht ihr es genau andersrum. Dann gebt ihr entweder ein bisschen mehr Wasser dazu oder ein bisschen weniger Leinsamen. Also wirklich hängt euch an diesen Mengenangaben nicht auf, sondern macht es einfach so, wie es für euch passt. Ich blende euch jetzt noch ein, wie ihr euer Leinsamengel pimpen könnt. Je nachdem, was ihr gerne haben möchtet, machen möchtet, ob ihr jetzt mehr Proteine wollt, ob ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zusätzliche Feuchtigkeit haben wollt, könnt ihr dann wirklich euch beimischen, zumischen, wie ihr möchtet, wie es zu euch passt, wie es zu euren Haaren passt. Leinsamengel ist übrigens der Feuchtigkeitsspender schlechthin. Es macht die Haare nicht nur glänzender und geschmeidiger, es spendet auch wahnsinnig viel Feuchtigkeit und gibt den Haaren Sprungkraft und sorgt für weniger Friss. Wenn ihr soweit seid, müsst ihr ein bisschen schnell sein, würde ich euch empfehlen, denn das Leinsamengel dickt sehr schnell nach. Ihr schnappt euch eine Schüssel oder irgendwas, wo ihr das Gel auffangen könnt, ein Sieb und gießt einfach alles ab. Ihr trennt die Leinsamen von dem Gel und schon ist das Gel vom Prinzip her fertig. Leinsamen sind übrigens ein totales Superfood und haben ganz viele Nährstoffe. Leinsamen haben ungesättigte Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, Magnesium, Selen, B-Vitamine und Kupfer. Das alles macht die so wahnsinnig wertvoll fürs Haar. Diese ganzen Nährstoffe tun dem Haar einfach unglaublich gut. Neben diesen ganzen Nährstoffen ist es auch so, dass Leinsamengel hilft bei der Bündelung und gibt bei den allermeisten Leuten einen hammermäßigen Cast. Man kann es nicht anders sagen. Also zumindest bei mir ist es auch so, dass ich dadurch einen wahnsinnigen Cast bekomme.
Der Cast ist übrigens für alle, die sich noch nicht so mit der Methode auskennen, eine schützende Kruste, die sich beim Trocknen um die Haarbündel bildet und die dann später entfernt wird. Viele möchten gerne einen Cast, viele haben gerne einen Cast, weil wenn man den entfernt hat, die Locken oft besser halten. Die Bündelung der Locken hält oft besser. Trotzdem ist ein Cast nicht unbedingt nötig. Also falls ihr keinen Cast bekommt, egal ob mit Leinsamengel oder ohne Leinsamengel, hängt euch nicht dran auf. Man braucht nicht unbedingt einen Cast. Man kann mit Leinsamengel auch einfach mal einen Trocken-Refresh probieren. Refresh ist, wenn ihr in der Früh am nächsten Tag, wenn ihr zum Beispiel gestern gewaschen habt und dann heute in der Früh eure Locken wieder ein bisschen auffrischen wollt, dass die wieder ein bisschen mehr springen. Wenn euch das Thema Refresh ganz speziell interessiert oder ich euch mal meinen Trocken-Refresh zeigen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt übrigens die Leinsamen einfrieren, bis zu 3 Mal wiederverwenden und sie dann in einem der Rezepte, die ich noch einblenden werde, verwerten. Das Gel könnt ihr übrigens auch einfrieren. Im Kühlschrank ist es ca. eine Woche haltbar. Wenn ihr es dann wieder auftaut, kann es übrigens sein, dass ihr einen festeren Kern im Gel habt und außenrum ist es etwas wässrig. Das ist aber gar nicht schlimm. Das Leinsamengel ist nicht schlecht, ist auch nicht, was weiß ich, wirkungslos oder was auch immer ich schon alles möglich in der Facebook-Gruppe gelesen habe. Nein, das ist völlig in Ordnung. Schnappt euch in dem Fall einfach euren Pürierstab oder wenn ihr keinen Pürierstab habt, im schlimmsten Fall nehmt ihr einfach euer Rührgerät, mit dem ihr Kuchenteig oder Sahne rührt und mixt oder rührt das einfach mal kräftig durch. Dann verbindet sich das alles wieder und das Leinsamengel hat genau die gleiche Konsistenz wie vorher auch. Ich blende euch zum Schluss jetzt noch ein Rezept für Leinsamencracker und Knäckebrot ein. Die beiden Rezepte habe ich aus der Facebook-Gruppe und ich finde, das ist eine tolle Art, um diese Leinsamenreste zu verwerten. Ihr könnt die übrigen Leinsamen, wenn ihr jetzt nicht damit irgendwie groß backen oder sonst was wollt, einfach auch über euer Müsli geben. Oder, was ich auch gelesen habe, ihr könnt sie auch mit Milch und Zucker aufkochen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr mehr über die Curly-Hair-Methode erfahren wollt, schaut euch doch meine anderen Videos an. Ich werde besonders jetzt am Anfang Videos zu den Basics der Curly-Hair-Methode hochladen. Ich freue mich übrigens tierisch über ein Like oder über einen netten Kommentar zu meinem Video. Und natürlich, wenn noch was unklar ist oder wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es natürlich ebenfalls in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's jetzt erstmal von mir. Tschüss, eure Melanie.